Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Ich habe mal wieder ein paar Pakete gesammelt und heute zeige ich euch meinen neuen Katzenbrunnen. War natürlich nur ein Scherz, wieder Ausrüstung drin und ich zeige euch mal, was ich da so neu bekommen habe. Wir starten aber mal zuerst mit dem Katzenbrunnenpaket und zwar gehen da Grüße raus an Steinmarder Surplus. Der hat in Amerika bei Venture Surplus bestellt und zwar hatten die dort ein paar sehr schöne FLC-Westen bekommen und zwar in Ranger Green. Die FLC ist bis vor kurzem noch das Standard-Tragesystem gewesen der amerikanischen Kräfte. Gab es in mehreren verschiedenen Farben. Und die haben dann halt im Surplus diese gebrauchten und zum Teil neuen FLC-Westen in Ranger Green bekommen. Produziert wurden die von KDH, ist eine große amerikanische Firma, die viel fürs US-Militär produziert. Und hier geht es jetzt erstmal daran, um herauszufinden, wer wie, wo und wann dieses Stück oder diese Teile genutzt haben könnte. Dann habe ich hier ein Paket vom guten Erik vom Prepared Podcast. Und zwar habe ich für ihn im letzten Unboxing ja auch ein Chestrig dabei gehabt. Er hatte jetzt noch eins, wo er gesagt hat, brauche ich vielleicht nicht mehr so unbedingt. Und ich sagte natürlich sofort, dass ich da was mit anfangen könnte. Da würde ich auch gerne noch ein separates Video zu machen. Und zwar ist das sehr berühmte ATXS Chestrig. Gab es auch in verschiedenen Generationen, die leicht unterschiedlich sind, aber die Unterschiede werde ich dann im Video erläutern. Aber ansonsten haben wir hier ein klassisches Chestrig, was ich von Beginn an meiner Militärzeit kenne. Das war super viel verbreitet in der Fallschirmjägertruppe. Gibt es auch gewisse Gründe für, warum das so ist. Und ja, ist ein cooles Stück, auch wieder ein schönes Stück deutsche Gear-Geschichte. Und dazu machen wir dann mal ein Video und gucken uns mal ein paar schöne Referenzfotos dazu an. Und zu guter Letzt haben wir noch einen ganz besonderen Leckerbissen, sage ich mal, etwas, was man auch nicht alle Tage sieht. Habe ich zwar auch schon in der Sammlung, aber manche Dinge muss man nehmen, wenn man sie findet. Und zwar haben wir hier eine weitere Blackhawk Assault Vest. Diese hier ist aber ganz besonders, weil es ein custom-mäßig gefertigtes Stück war auf Bestellung des Kommando Spezialkräftes und das war die passende Weste zum Retten und Befreien Satz, der damals noch in Schwarz getragen wurde. Und diese Magazintaschen sind extra für G36 Magazine ausgelegt. Das Modell war immer unter der Bezeichnung Dräger, wie auch die Firma, die Atemschutzgeschichten für Feuerwehr etc. und sowas herstellt. Bekannt Dräger West, Dräger Assault West. Warum der Name, kann ich nicht genau sagen, aber auch da müssen wir mal ein Video zu machen, um die einzelnen Features zu erklären. Ansonsten war noch auf dem Rückenbereich eine Funkgerätetasche, die hier hinten fixiert ist. Da habe ich auch gleich gesehen, alles klar, ist ein Modell von Eagle Industries und zwar ist das Modell, was custommäßig hergestellt wurde für das SEM 52, was damals noch standardmäßig auch das Funkgerät beim Kommando Spezialkräfte war und auch heute immer noch in der Bundeswehr viel Verwendung findet. Also auch nochmal ein schönes Teil. Wir haben hier noch, jetzt haben wir noch was in der Mehrzwecktasche und zwar ein custommäßig genähter Helmbezug für den Bundeswehrhelm. Und das Interessante ist, wir haben auf beiden Seiten Löcher. Das heißt, dieser Helmbezug wird wahrscheinlich für den Helm gewesen sein mit Visier vorne dran, mit dem ballistischen Visier. Blende ich mal ein Bild von ein. Den normalen, custommäßig hergestellten Helmbezug ohne diese Öffnung fürs Visier habe ich auch noch. Den habe ich mal in einem Satz mit der anderen Weste bekommen. Aber da machen wir dann mal ein Video drüber. Auf jeden Fall cool, was man dann nochmal in so einer Weste findet. War ich sehr froh, dass ich nochmal die Chance hatte, so eine Weste zu bekommen. Und ja, das war es dann erstmal wieder.
und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Unboxing. Vielen Dank fürs Zusehen.